Der Challenger 2 ist der Kampfpanzer der Armeen von Großbritannien und Oman, der ab 1986 entwickelt und 1994 erstmals ausgeliefert wurde. Er wurde von der britischen Rüstungsfirma Alvis Vickers Limited, früher Vickers Defence Systems, heute BAE Land Systems, als Nachfolgemodell des Challenger 1 entwickelt und gebaut. Insbesondere die neue, leistungsfähige Sensorausstattung, eine verbesserte Fahrwerksaufhängung und ein automatisches Getriebe unterscheiden den Challenger 2 von seinem Vorgänger. Zusätzlich wurde der Turm völlig neu gestaltet und vor allem an der Oberseite stärker gepanzert. Ein CV12 Perkins Dieselmotor mit 12 Zylindern und 1200 PS und ein TN54 Getriebe von David Braun mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen sorgen für die hohe Mobilität. Verbinderketten mit hydropneumatischer Federung und ein hydraulischer Kettenspanner sorgen für Plattformstabilität sowohl auf ebenen Straßen als auch im rauen Gelände. Der Challenger 2 hat die Einsätze der britischen Streitkräfte in Bosnien, dem Kosovo und dem Irak erfolgreich unterstützt. Aufgrund der Einsatzerfahrungen erfolgten Verbesserungen bei Überlebensfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Lagebewusstsein im Rahmen eines einsatzbedingten Sofortbedarfs. Im Gegensatz zu den meisten anderen modernen Kampfpanzern ist der Challenger 2 mit einer 120 mm Kanone mit gezogenem Lauf ausgerüstet, der Royal Ordnance L30. Der Vorteil gegenüber den sonst verwendeten Glattrohrwaffen liegt in einer erheblich höheren Schussweite, allerdings erreicht dieses Geschütz eine deutlich niedrigere Mündungsgeschwindigkeit und hat daher Schwierigkeiten, die modernen Schicht- und Reaktivpanzerungen gegnerischer Kampfpanzer zu durchschlagen. Im Januar 2004 wurde daher die Rüstungsfirma BAE Systems beauftragt, eine neue Glattrohrkanone für den Challenger 2 zu entwickeln. Nach verschiedenen Tests fiel die Entscheidung für eine Lizenzversion der 120 mm Glattrohrkanone L55 der Rheinmetall AG, die auch im Leopard 2 A6 verbaut wird. Im Januar 2006 wurde erstmals eine solche Waffe in einen Challenger 2 eingebaut. Der hochmobile Challenger 2 ist schwer gepanzert und für das hochintensive Gefecht gegen mechanisierte Gegner konzipiert. Zwar liegt seine Hauptaufgabe in der Neutralisierung von gepanzerten Zielen, doch kann der Challenger 2 auch in vielen anderen hochintensiven Konfliktszenarien, bei Stabilisierungsoperationen sowie für Friedensmissionen eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist mit einer gezogenen 120 mm Kanone L30 ausgerüstet, die sowohl unterkalibrige Pfeilwuchtgeschosse als auch Hesh-Munition, high-explosive Squash-Head, Quetschkopf abfeuern kann. Als Sekundärbewaffnung steht ein koaxiales 7,62 mm Maschinengewehr sowie ein lafettiertes 7,62 mm Universalmaschinengewehr zur Verfügung. Tag- und Nachtsichtoptiken stehen sowohl für den Richtschützen als auch den Kommandanten zur Verfügung, für den Kommandanten zusätzlich ein unabhängiges 360-Grad-Rundblickperiskop. Sichtsysteme, Turm und Kanone sind vollständig stabilisiert und erlauben so eine rasche Zielerfassung im Stand und in der Bewegung. Der Challenger ist mit einer Schobenpanzerung der zweiten Generation ausgestattet und gilt als sehr gut geschützt. Diese Schichtenpanzerung soll bei gleicher Dicke die doppelte Schutzwirkung gegenüber Stahl erreichen. Der Schutz der vierköpfigen Besatzung war eine Priorität des Entwurfes. Als Duellpanzer dürfte der Challenger 2 allen T-Modellen, die in der Ukraine verwendet werden, überlegen sein. Vor allem dann, wenn er gemäß dem ursprünglichen NATO-Szenario in der verteidigenden Rolle eingesetzt wird. Schutz und Feuerkraft kommen allerdings zu einem Preis. Der Panzer wiegt, nackt, schon 64 Tonnen, durch Module steigert sich das Gewicht sogar auf 75 Tonnen. Der Challenger 2 ist damit weltweit der schwerste Kampfpanzer. Der russische T-90 wiegt keine 50 Tonnen.
Während der T90 21,5 PS pro Tonnen mobilisiert, kann dieser Wert beim Challenger 2 auf bedenkliche 16 PS schrumpfen. Abseits von Straßen liegt die Höchstgeschwindigkeit bei nur 40 km pro Stunde, bei schwierigen Bodenverhältnissen werden es weniger. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.